Moin aus Curaçao. Wir sind jetzt seit gut 10 Tagen hier auf dieser wunderschönen Insel. Von Hamburg aus fliegt euch die Fluggesellschaft KLM mit einem kurzen Zwischenstopp in Amsterdam in das kleine Paradies. Und was es hier außer dem Flug Curaçao noch zu entdecken gibt, das zeigen wir euch jetzt im Video. Viel Spaß! Curaçao gehört zu den ABC-Inseln und ist mit etwa 160.000 Einwohnern die größte der 3 Inseln. Neben Curaçao gehören noch Aruba und Bonaire zu den ABC-Inseln. Die karibische Inselgruppe liegt nördlich von Venezuela und gehört als autonomes Land zum Königreich der Niederlande. Curaçao ist baulich sehr niederländisch geprägt und wird auch als das bunte Amsterdam bezeichnet. Farbenfrohe Häuser, wohin man auch schaut. Im 17. Jahrhundert eroberten die Niederländer die Insel von den Spaniern und errichteten dort das Zentrum des Sklavenhandels. Dies blieb es über 200 Jahre lang. Wilhelmstad ist die Hauptstadt von Curaçao und deren historische Stadtteile werden wir euch nun noch etwas genauer zeigen. Wir haben uns überlegt, Wilhelmstad mit dem Fahrrad zu erkunden. Fündig geworden sind wir in dem Hostel Bed and Bike. Jedes Fahrrad kostet $10 pro Tag. Dann also ab auf die Räder und Wilhelmstad erkunden. Wir starten unsere kleine Entdeckungstour in dem Stadtteil Outro Banda. Als erstes möchten wir uns das Riff Fort anschauen. Die im Jahre 1828 errichtete Verteidigungsanlage beherbergt heute viele kleine Souvenirgeschäfte und Restaurants. Curaçao ist übrigens auch ein beliebtes Ziel für die Kreuzfahrtschiffe. Diese legen in unmittelbarer Nähe zu dem Riff Fort an. Natürlich wollen auch die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe die Innenstadt sehen. Auf dem Weg dorthin werden sie durch eine bunte Meile mit vielen bunten Häusern, Hotels und kleinen Boutiquen geführt. So sieht Outro Banda aber nicht überall aus. In der Sprache der Menschen von Curaçao, nämlich Papiamentu, heißt Outro Banda das andere Ufer. In diesem Stadtteil leben viele Einheimische. Generell hat man beim Herumspazieren nicht den Eindruck, dass es touristisch besonders erschlossen ist. Das macht aber nichts. Die bunten Bilder, Dinge wie diese bunte Treppe und generell so viele Eindrücke haben sicher auch ihren Teil dazu beigetragen, dass Outro Banda neben Punda als UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Gibt man Curaçao bei Google ein, dann findet man sie sofort. Die berühmte Königin-Emma-Brücke. Diese Fußgängerbrücke verbindet die Stadtteile Punda und Outro Banda. Mechanisch ist sie etwas ganz Besonderes. Sie schwimmt nämlich. Will ein Schiff passieren, fährt sie selbst wie ein großes, langes Schiff zur Seite. Dies tut sie bis zu 25 Mal am Tag. Da sie selbst quasi ein Schiff ist das Laufen auf ihr auch eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Bei kleineren Schiffen öffnet sich die Brücke nur zum Teil. Wollen jedoch wirklich größere Schiffe passieren, dann muss sie sich komplett öffnen. In dieser Zeit kann man dann mit einer Fähre kostenlos auf die andere Seite gelangen. Keine Sorge, niemand muss also warten. Und natürlich ist auch für die Autofahrer eine Möglichkeit gegeben. Die Königin-Juliana-Brücke verbindet auf dem motorisierten Weg beide Stadtteile miteinander. Dies ist allerdings erst seit 1974 der Fall. Und zum Glück ist die Brücke groß genug, dass auch selbst die größten Schiffe passieren können. Wenn man also über die Brücke in Richtung Punda läuft, sieht man zuerst das gelbe Peña-Gebäude. Im niederländischen Stil gebaut, steht es seit dem 18. Jahrhundert und ist eines der bekanntesten Gebäude in Wilhelmstad. Und übrigens auch das am meisten fotografierte Gebäude. Es beherbergt ein Duty-Free-Geschäft, in dem man Parfüm, Alkohol, und alles, was man so kennt, kaufen kann. Und übrigens ist es immer noch familiengeführt. Läuft man dann weiter durch Punda, findet man viele weitere schöne Häuschen im niederländischen Baustil. Die Fassaden mit all dem Stuck und den bunten Farben, genauso wie die vielen Gassen mit all ihren Kunstwerken, lassen die Touristenaugen leuchten. Dafür sind sie natürlich auch da. Die Stadt ist auf die Touristen angewiesen. Aber irgendwie stört es nicht, es ist einfach schön.
Aber natürlich will Curaçao auch regiert werden. Im Fort Amsterdam werden die wichtigen Entscheidungen für die Insel getroffen. Das Fort, dessen Grundmauern seit dem 17. Jahrhundert stehen, ist für jeden Besucher frei zugänglich und auf jeden Fall einen Besuch wert. Wo es viele Menschen gibt, gibt es natürlich auch Märkte. Fangen wir mit dem alten Markt an. Hier wird viel gekocht, vor allem einheimische Küche. Die Köche freuen sich tatsächlich, wenn auch die Touristen mal die einheimische Küche probieren wollen. Ein paar wenige Schritte nebenan gibt es den neuen Markt. Eine große runde Markthalle, die direkt neben dem großen Busbahnhof liegt. In dieser Halle gibt es so allerhand Angebote. Kosmetik, Souvenirs, Kleidung, aber auch Lebensmittel und gekochte Speisen. Ist man also auf der Suche nach einem schönen Andenken, sollte man hier auf jeden Fall mal vorbeischauen. Direkt nebenan gibt es noch den Floating Market. Unter den bunten Dächern gibt es vor allem Obst und Gemüse, aber auch wieder Souvenirs zu kaufen. Floating Market heißt er übrigens, weil der Fisch, den man dort auch kaufen kann, direkt vom Schiff zum Markt gebracht wird. Dieser wird dann gerne auch von den Einheimischen gekauft. Quasi nahtlos geht es dann weiter von Punda nach Pieter Maai. Hier gibt es auch wieder diese schönen bunten alten Häuser. Viele kleine Bars und traditionelle Restaurants laden zu einem netten kleinen Ausflug ein. Das nächste Stadtviertel, das wir uns anschauen, ist Charloes. Hier gibt es wirklich tolle Graffitis zu sehen. Liebevoll wurden die Häuserwände bemalt. Aber nicht nur die Wände wurden zu Leinwänden, selbst Bäume sind in den Mittelpunkt gerückt. Und auch hier gibt es wieder diese tollen bunten Häuser. Wie in einem Bilderbuch stehen sie leuchtend nebeneinander mit ihren bonbonfarbenen Fassaden. Und auch die ein oder andere prunkvolle Villa ist zu finden. Leider sind sie nicht alle so gut im Schutz, viele stehen leer und sind ziemlich heruntergekommen. Generell findet man viel Leerstand in Wilhelmstadt, ob wie hier ein verlassenes Kino oder dieser riesige Hotelkomplex. Ehemals sicherlich ein Vorzeigehotel, steht es nun leer wie ein Geisterhaus. Um den Rest der Insel zu erkunden, brauchen wir jetzt aber ein Auto. Unser normal so geliebter Motorroller ist auf Curaçao leider nicht so zu empfehlen. Wir bekommen ein Auto bei Correct Car Rental für 25 € pro Tag. Das ist recht günstig, es gibt weit teurere Anbieter. Die meisten legen übrigens Wert darauf, dass das Auto nachts sicher stehen kann. Ihr solltet also darauf achten, dass euer Hotel einen sicheren Parkplatz anbietet, wenn ihr auch ein Auto mieten wollt. Wir fahren in südliche Richtung und halten zunächst am Mambo Beach. Hier gibt es so viele tolle Strandbars, eine ist schöner als die andere und die Atmosphäre ist total karibisch. Vor allem im Chill und Grill mit den bunten Schildern und Hängematten und den Stühlen direkt am Wasser. Der Mambo Beach lädt auf jeden Fall ein, einen entspannten Tag am Meer zu verbringen oder auch dort den Sonnenuntergang zu genießen. Ein paar Autominuten weiter in Richtung Süden kommt man nach Jan Thiel mit dem dazugehörigen Strand. Hier zieht es viele Touristen hin, es ist generell recht voll. Mit etwas Geduld und ein paar Schritten findet man jedoch die Bar Kokos, die uns besonders gut gefallen hat. Hier ist es weniger voll als an den vorherigen Strandabschnitten. Wenn man es also ein wenig ruhiger haben möchte, dann würden wir euch auf jeden Fall die Kokos Bar empfehlen. Und jetzt kommt was richtig Cooles. Am Tugboat Beach findet man zum einen wohl eine der coolsten Bars der Insel. So viele selbstgebastelte Accessoires, bunte Schilder, Mobiles aus Muscheln oder Holz und allerlei sonstigem Kleinkram. Sie bieten dort übrigens auch Kurse an, um selbst so etwas basteln und malen zu können. Aber das Highlight wartet wie so oft auf Curaçao unter Wasser. Ein alter Schlepper, der nur 5 Meter unter dem Wasser liegt und somit endlich ein Wrack, das auch für Schnorchler erreichbar ist.
Das war es jetzt erstmal im Süden. Wir fahren von Wilhelmstadt in den Norden und starten am Characters Beach. Einen, sagen wir, etwas vornehmerer Strandabschnitt. Er ist für jeden zugänglich, auch wenn er sich hinter einer Schranke befindet. Ins Meer kann dort jeder gehen. Will man allerdings den Pool des Resorts Coral Estate benutzen, dann muss man $50 Gebühr zahlen. Die Atmosphäre dort ist wirklich schön. Und auch wenn es ein Korallenstrand ist, so erleichtern die Treppen auf jeden Fall den Einstieg ins Meer. Playa Porto de Marie ist der nächste Strand, den wir besuchen. Er kostet zwar knapp $3 Eintritt, ist dafür aber wirklich sauber und ordentlich. Witzig sind die beiden Schweinchen, Woody und Willi, die nach Lust und Laune auch mal am Strand vorbeischauen. Wir haben sie allerdings nur faul vor dem Eingang liegen sehen. Man kann an dem Strand gut schnorcheln gehen. Schön zu sehen war, dass es anscheinend Bemühungen gibt, neue Korallen zu züchten, die sich auf diesen Behältern hier ansiedeln sollen. Weiter geht's zum Roten und zum kleinen Knipp. 2 schöne Strände, die gerne auch von den Einheimischen genutzt werden. Am besten packt man sich seine eigene Kühltasche, denn Restaurants oder Imbissbuden sind dort sehr rar gesät. Zum Baden und Entspannen sind beide Strände super geeignet. Unter Wasser ist es jedoch nicht ganz so beeindruckend. Als nächstes geht es für uns zu Playa Grandi. Ein Strand, der vor allem angepriesen wird, weil man dort Schildkröten zu sehen bekommen soll. Mit dem Auto kann man dann direkt am Strand parken und das tun leider auch so einige. Die Schildkröten bekommt man dann auch zu sehen, weil sie dort nämlich sicher ihre Nahrung finden. Die Fischer nehmen direkt vor Ort ihren Fang aus und schmeißen die Abfälle der Fische dann direkt ins Meer. Für die Schildkröten eine leichte Nahrungsaufnahme, jedoch bedeutet das eben auch, dass man nicht nur mit Schildkröten schwimmt, sondern eben auch mit diversen Fischabfällen. Sicher ist diese Stelle und das ganze Prozedere eine Art Tradition der Fischer. Auf uns wirkte das ganze Szenario aber irgendwie sehr befremdlich. Schildkröten zu sehen ist zauberhaft, das stellen wir überhaupt nicht in Frage. Dieser Zauber fehlte aber an der Stelle leider. Also schnell weiter. Playa Calqui ist als nächstes dran. Ein Strand perfekt zum Schnorcheln, ohne viel Schnickschnack. Er ist nicht überlaufen, es sind sowohl Taucher, Schnorchler, einheimische Familien mit Kids dort. Ganz bunt gemischt also. Unter Wasser ist es wirklich schön, man bekommt so einiges zu sehen. Und wenn man dann noch geduldig sucht, dann findet man sogar ein altes Saxophon, das unter Wasser liegt. Zu Curaçao gehört auch Klein Curaçao. Eine kleine Insel, die nicht bewohnt ist und auf der auch keine Hotels oder ähnliches stehen. Wir sind mit Irie Tours dorthin gefahren, ein Anbieter von verschiedenen Ausflügen, unter anderem eben auch diese Katamaran-Tour nach Klein Curaçao. Pro Person kostet sie $110. Morgens geht es um 8 Uhr los und die Überfahrt dauert dann etwa 1,5 Stunden. Dabei kann man ganz schön nass werden. Vor Ort hat man dann wirklich genügend Zeit zu schnorcheln und am Strand zu faulenzen. Die Unterwasserwelt vor Klein Curaçao ist wirklich super. Braucht man eine Pause vom Schnorcheln, dann kann man sich auch an Land ein bisschen was anschauen. Zum Beispiel diesen Leuchtturm hier, den man sowohl von außen als auch von innen erkunden kann. In Betrieb ist er nicht mehr, schön zu besichtigen, aber nach wie vor. Oder diese Wracks hier, die an den steinernen Klippen liegen. Vor allem das Wrack des Tankers Maria Bianca Guidisman ist besonders beeindruckend. Dieser Tanker ist 1986 dort vor Grund gelaufen, und rostet seitdem vor sich hin. Das zweite Wrack, was ebenfalls ganz in der Nähe liegt, ist ein kleines altes Sportboot.
Auf dem Katamaran ist die ganze Zeit für Verpflegung gesorgt und die Mitarbeiter versprühen super Laune. Uns hat die Tour viel Spaß gemacht und wir würden sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Als nächstes geht es für uns in den Christoffel-Nationalpark. Neben einem Museum gibt es dort einiges zu sehen. Wir waren dort, um den Christoffelberg zu erklimmen. Wenn ihr das auch machen wollt, dann schaut euch das Museum vielleicht vorher an. Sonst müsst ihr wie wir da völlig erledigt und verschwitzt reingehen. So, wir besteigen jetzt heute den höchsten Berg Curaçaos. Mal gucken, ob wir oben ankommen. Dummerweise mussten wir unsere Steinschleuder dann aber im Auto lassen. Den Berg zu erklettern dauert so in etwa 1 Stunde. Und glaubt mir, dieses Gekraxel über Berg und Stein, das sieht hier zwar ganz lustig aus, ist aber wirklich anstrengend, vor allem bei der Hitze. Auf dem Weg nach oben sieht man neben den für Curaçao üblichen Kakteen auch noch so einige Eidechsen und bunte Vögelchen. Geschafft. Klitschnass. Klatschnass geschwitzt. Wenn man allerdings oben angekommen ist und fleißig durchgehalten hat, dann lohnt sich die Aussicht auf jeden Fall. Der Weg, der einen nach oben geführt hat, der führt einen auch übrigens wieder nach unten. Also, es bleibt weiterhin anstrengend. Auf Curaçao gibt es übrigens 2 Nationalparks. Nur ein paar 100 Meter weiter findet man schon den Eingang zum Sheteboka Nationalpark. Einen Berg gibt es dort nicht zu besteigen, dafür gibt es aber ansonsten viel zu sehen. Das Meer, wie es gegen die raue Küstenlandschaft prallt, ist wirklich sensationell zu beobachten. Es gibt sogar eine kleine Höhle. Wenn man dort hineingeht, dann bekommt man vielleicht auch eine kleine Abkühlung. Immer wieder interessant sind diese Natural Bridges zu beobachten. Wir wollen ihn natürlich nicht vergessen, den himmelblauen Likör, Blue Curaçao. Wahrscheinlich kennt den so gut wie jeder. Auf Curaçao gibt es die Destillerie dazu. Er wird aus den Schalen von Bitterorangen gewonnen und eignet sich besonders gut für verschiedenste Cocktails. Als in den 80er Jahren der Ruf nach bunten Cocktails laut wurde, fügte man künstlich die blaue Farbe hinzu. Auf Curaçao kann man die Destillerie auch besuchen. Kostenlos kann man sich den Entstehungsprozess anschauen und natürlich auch alle Arten von den Likören probieren. In dem kleinen Shop kann man das Ganze dann natürlich auch noch käuflich erwerben. Fast Food bekommt man ja überall auf der Welt. Wenn ihr mal Lust auf etwas anderes habt, dann haben wir noch ein paar ganz besondere Restaurantempfehlungen für euch. Fangen wir an mit Mayras Kitchen in Otrabanda. Ein total schönes kleines Restaurant mit vielen Snacks und leckerem Essen. Wir waren hier mittags und finden, das eignet sich besonders gut für einen kleinen Mittagssnack. Nicht weit entfernt findet ihr das Barrio Urban Street Food Restaurant. Eine wild und bunt zusammengebaute Containerlandschaft lädt ein, sowohl zu leckeren Getränken als auch wirklich zu fantastischem Essen. Egal ob mittags oder abends, ihr solltet da auf jeden Fall mal hingehen. Weiter geht es mit dem Old Dutch. Dieses Restaurant liegt ganz zentral in Pieter Maai und wird vor allem von den Einheimischen besucht. Dort gibt es ganz traditionelle Speisen, wie zum Beispiel Bitterballen oder Frikandeln. Man wird dort auf jeden Fall sehr herzlich empfangen und alles ist total authentisch. Ebenfalls in Pieter Maai liegt noch das Mundo Bizarro. Ein richtig cooles altes Haus mit total schönem Ambiente. Egal ob ihr nur was trinken wollt oder eine Kleinigkeit essen. Hier solltet ihr auch auf jeden Fall mal reinschauen. Zuletzt möchten wir euch noch das Ceviche vorstellen. Direkt im Riff vorgelegen kann man dort bei einer tollen Sicht das etwas hochwertigere Essen genießen. Das war's jetzt mit unseren Infos von Curaçao.
Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Abo da, darüber freuen wir uns immer sehr. Für uns geht's jetzt weiter nach Aruba. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.